Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Klischee, dass wir alle so ein bisschen viele Pflanzen haben und ich muss sagen, das Klischee stimmt. Pflanzen sind nicht so meins. Ich würde sagen, das Zoologiepraktikum ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll für Menschen, die nicht so gerne Blut sehen und nicht so gerne tote Tiere sezieren. Mäuse, Würmer, Fische, aber am allerschlimmsten war auf jeden Fall die Weinbergschnecke. Ich werde, glaube ich, nicht vergessen, wie die Krabben gerochen haben. Oder die Schabe. Die hat irgendwie nach Popcorn gerochen, als wir sie aufgeschnitten haben. Hi, ich bin Cosi und ich studiere Biologie jetzt im Master Biology in Society. Hi, ich bin Dylan und ich studiere molekulare Biologie und Biotechnologie im 3. Semester. Ich heiße Walter Baum und ich studiere MBBT, das ist die einfache Form für molekulare Biologie und Biotechnologie. Ich bin Nathalie und ich studiere im 5. Semester molekulare Biologie und Biotechnologie. Ich bin Franz, ich studiere im 1. Semester im Master Biology in Society. Hi, ich bin Valeria. Ich studiere molekulare Biologie und Biotechnologie im 3. Semester. Hi, ich bin Doro. Ich studiere den Bachelor molekulare Biologie und Biotechnologie. Ich heiße Arthur Rowinski und studiere Molekularbiologie und Biotechnologie an der TU Dresden. Pflanzen, Tiere, Pilze oder Bakterien? Welche Lebewesen interessieren dich am meisten? Tiere, dicht gefolgt von Pilzen. Ich finde Pilze auch schon sehr cool, aber sie kommen ein bisschen zu kurz bei uns im Studiengang, deswegen weiß ich nicht so viel drüber, aber sonst Tiere. Ja, also ich bin eher so Fan vom molekularen Zeug, was die Biologie angeht. Also eher schon in die Richtung Bakterien. Pflanzen sind nicht so meins. Ich finde Bakterien sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich Bakterien. Bin schon stark bei Bakterien. Weil die ziemlich viele coole Dinge können, die andere Organismen so nicht auf die Reihe kriegen. Was war der ekligste Moment in deinem Studium? Das war im Zoologiepraktikum. Da geht es viel ums Sezieren, verschiedene Tierarten. Mäuse, Würmer, Fische, aber am allerschlimmsten war auf jeden Fall die Weinbergschnecke. Die war tot, aber die hat so eklig geschleimt und ich konnte es nicht machen. Ich habe dann nur zugeguckt. Der Geruch und das Aussehen zusammen ist wahrscheinlich die ekligste Sache. Ich werde, glaube ich, nicht vergessen, wie die Krabben gerochen haben. Oder die Schabe. Die hat irgendwie nach Popcorn gerochen, als wir sie aufgeschnitten haben. Also eigentlich gab es nicht viele Sachen, die ich eklig fand. Parasitenvorlesung. Aber sonst. Stehst du eigentlich viel im Labor? Was heißt viel halt mit den Laborpraktikas? Ansonsten halt nicht. Also man könnte sagen, für ein paar Wochen pro Semester, ja. Wir haben regulär, glaube ich, 3 Praktika im Semester. Also mit der Dauer der Semester wird es jedes Semester mehr. Ich würde sagen, dass es 40% von dem Studium ist Laborarbeit. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Studiengang an, den man macht, aber mein Master ist relativ praxislastig und ich mache jetzt auch gerade meine Masterarbeit und da muss ich natürlich gerade meine ganzen Experimente machen. Also ich bin eigentlich jeden Tag im Labor. Hast du eigentlich einen grünen Daumen bei Pflanzen? Leider nicht. Ich wünschte es, aber letztens bei mir ist wieder eine Palme eingegangen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe sie gegossen, ich habe sie gepflegt, sie stand im Licht, aber sie ist einfach gestorben. Ich glaube, die Pflanzen mögen mich nicht. Also meine Wohnung steht sehr, sehr voll mit Pflanzen und sie wachsen sehr, sehr gut, wenn nicht gerade irgendwelche Schädlinge unterwegs sind. Ich habe eine Monstera und eine Efeutute, die unfassbar gut wachsen und ein paar andere Pflanzen, wie zum Beispiel eine Pilea, die geht bei mir regelmäßig ein. Eigentlich alle Pflanzen bei mir zu Hause sterben. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Klischee, dass wir alle so ein bisschen viele Pflanzen haben und ich muss sagen, das Klischee stimmt. Ich habe keinen grünen Daumen, aber mit genug Sonne und ab und zu nicht gießen vergessen, wächst das schon irgendwann. Kennst du die biochemische Formel der Photosynthese auswendig? Nein, definitiv nicht. Auf keinsten, da habe ich mich immer vorgedrückt. Ja. Und wie lautet die? Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, das war Wasser mit CO2 zu Glucose und Sauerstoff. Zu C6H12O6. Und dann noch 6 Sauerstoffatome, glaube ich, sollte hinhauen. Ich muss die zum Glück noch nie nennen. Es ist, glaube ich, 6 CO2 plus 6 H2O zu C6H12O6 plus 6 O2. Nee. Hast du aufgenommen? Was hältst du eigentlich für das kurioseste Produkt der Evolution? Eigentlich alles, was so sich im Bereich der Tiefsee abspielt, was da manchmal für Kreaturen erkannt werden, wie zum Beispiel der Anglerfisch mit seiner Lampe da vorne.
Da haben wir gerade erst eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Krabben. Dass sich immer wieder Krabben bilden. Krabbifizierung. Was ist darunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass sich aus der Hummerform, die man so kennt, die zum Beispiel auch Shrimps haben, also eher länglich, sich jetzt schon öfter unabhängig voneinander evolutionär wieder die Form einer Krabbe gebildet hat, also eher flacher und mit den Beinen an der Seite, dem seitlichen Gang. Und man weiß halt nicht genau, warum sich immer wieder Krabben bilden. Deswegen gibt es auch einen Begriff dafür, Krabbifizierung, fand ich eigentlich ganz lustig. Der Fakt dessen, dass zumindest das Level an Intelligenz, die der Mensch erreicht hat, so unsagbar selten vorkommt. Also Intelligenz per se ist ja nicht selten, genauso wie das viele Tiere bei weitem klüger sind, als den meisten Menschen bewusst ist. Aber ich würde sagen, wie intelligent der Mensch in der Theorie doch ist. Also das Kurioseste würde ich sagen, grundsätzlich wie Evolution funktioniert und dass überhaupt wir Menschen existieren, das finde ich absolut kurios. Und ansonsten Viren. Warum? Hast du eigentlich eine Lieblingsmikrobe? Kann ich nicht wirklich so sagen. E. colis, wenn man mit denen arbeiten kann. Also ich finde Hefen sehr cool, weil man mit denen einfach so viel machen kann, auch im biotechnologischen Sinne, Bier zum Beispiel. Es ist echt schwierig, weil es so viele gibt. Ich würde spontan jetzt Amöbe sagen. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Die erste, die mir jetzt einfällt, ist das Pantoffeltierchen, I guess. Was willst du später beruflich mal machen? Das ist eine sehr gute Frage. Die stellen meine Großeltern mir auch oft. Ja, das fragt man sich jetzt, weil so langsam die Zeit für einen Master näher rücken müsste. Also ich mag die Laborarbeit sehr gerne. Es kann aber auch sehr anstrengend sein, weil man muss gut mit Fehlern und mit Enttäuschungen klarkommen, wenn man mal was nicht klappt, was sehr häufig der Fall sein kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für so Familienplanung manchmal ein bisschen schwierig, als Frau in der Forschung zu bleiben. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Da haben wir an der Fakultät auch ganz viele positive Beispiele, aber da muss ich mir für mich persönlich einfach nochmal klar werden. Also bis jetzt sehe ich mich mehr in der Richtung von Drug Discovery, also Medikamentenforschung. Im Bereich der Humangenetik forschen. Forschung fände ich schon sehr cool. Ich war schon immer sehr begeistert von Zoologie, aber vor allem in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren habe ich auch Wissenschaftskommunikation sehr für mich entdeckt. Ich habe diesen Studiengang damals angefangen, so ein bisschen, weil ich dachte, oh cool, irgendwas mit Biologie. Dann hat sich jetzt herauskristallisiert, was ich speziell später machen will. Die technische und industrielle Anwendung von genetisch veränderten Mikroben. Mich interessiert vor allem die genetische Seite der Biologie und wie Gentechnik gerade auch in der Medizin genutzt werden kann. Und ich würde sehr, sehr gerne in dem Bereich in die Forschung gehen. Eine großartige Evolution hat auch die Sitzgelegenheit erlebt. Wenn ihr euch davon ein Bild machen wollt, dann findet ihr die letzte Folge des Formats hier oben in der Endcard mit ChemikerInnen der TU Dresden und darunter ein weiteres Video von unserem Kanal.